Hallo und schönen guten Morgen. Wir freuen uns wieder nach Jahren, fühlt sich schon so lange an, mal wieder hier zu sein, in Metzing. Wir freuen uns, die gewohnten Gesichter zu sehen und auch neue Gesichter. Wir freuen uns heute Morgen ein bisschen mit euch zu teilen, was wir in Australien machen. Weil es jetzt schon eine Weile her ist und es hat sich auch viel geändert, würden wir euch gerne heute Morgen ein bisschen mit hineinnehmen in unsere Arbeit und was bei uns so los war. Wir haben Bilder und ein kurzes Video, nachher hoffentlich könnt ihr das gut sehen. Hello. So whatever she said. Was immer Isabell gesagt hat. We are missionaries from Volksmission and we live in Australia. Wir sind Missionare ausgesandt von der Volksmission und leben in Australien. I'm from Brazil originally. Ich komme aus Brasilien. And I know some of you, but not all of you. Und ich kenne auch einige von euch, aber nicht alle von euch. And so we just did a little presentation just to show you some pictures of what we've been doing in Australia. Wir haben eine kleine Präsentation mitgebracht, um euch kurz zu zeigen, was wir in Australien machen. Just waiting for you to come up there. Is it my... Okay, it's me. Alright, so this is us. Also das sind wir. And we are in South Australia, which is just down there. Wir sind stationiert im Süden in Australien, in Adelaide. And we've been in, so that's a picture from Adelaide, from far away. Das ist so ein bisschen vom Weitblick auf Adelaide auf ein Stück. And for the whole time that we've been in Adelaide, we've been working with YWAM. Und in der Zeit, die wir jetzt schon in Australien sind, arbeiten wir mit Jugend mit einer Mission. Und auf Englisch heißt es YWAM, kurz gesagt. So some of you might know YWAM. Vielleicht kennen von euch manche schon YWAM. There's a few YWAM bases here in Germany. Es gibt auch ein paar Jugend mit einer Missionszentren in Deutschland. Yeah, and it's not only for young people, like some people may think. Und sie sich auch nicht nur für junge Leute, wie der Name sagt. But we've been there for since 2011. Und wir sind dort arbeiten dort seit 2011. So we've done many different types of work there. Also wir haben schon viele unterschiedliche Arbeiten und Dienste gehabt. Some of those pictures show a little bit of what we've done over the years. Ein paar von den Bildern zeigen einen kurzen Einblick über Dienste, die wir über die Jahre hinweg getan haben. So those pictures are from a program with the homeless and the vulnerable people of Adelaide. Hier unsere Arbeit mit den Obdachlosen und Hilfsbedürftigen in Adelaide. We've also developed many programs with youth, kids. Wir haben auch viele Programme gestartet mit Kindern und Jugendlichen. Some of those programs, the homeless program, we still do to this day. Die Arbeit mit den Obdachlosen machen wir immer noch heute. The youth programs, we've given it to the local churches so they could carry on. Die Kinder- und Jugendarbeit haben wir der Kirche dort, der lokalen Gemeinde übergeben, die führen das alles weiter. So the last time we came here, we were doing about 7 local ministries. Das letzte Mal, als wir hier waren, haben wir ungefähr 7 solche Dienste gehabt. And we're not doing that many ministries anymore. Wir machen nicht mehr so viele. And it's not because of COVID. Und es ist nicht alles nur wegen Covid. It's because we're having a shift on how we've been doing ministry. Es ist, weil wir uns ein bisschen unseren Fokus auf eine andere Arbeit legen. Part of our ministries has also been teaching in mission schools and theology schools. Teil unserer Arbeit ist auch, dass André unterrichtet in Jüngerschaftsschulen und Seminaren. Or with worship. Oder Lobpreis leitet, in Gemeinde predigt. One of YWAM's main strengths is a school called DTS. Und eine von Jugend mit einer Mission Schwerpunkt ist Jüngerschaftsschulen. It's a 6-month school. Es geht 6 Monate lang. That's where I met Isabell. Ist wo wir uns getroffen haben. In Brazil. In Brasilien. And this school, I know some of you have heard, but pretty much works like this. Und vielleicht habt ihr auch schon über Jüngerschaftsschule gehört, aber es geht ungefähr so. People come to get trained for 3 months. Die Leute werden 3 Monate lang ausgebildet oder unterrichtet. And then for another 2.5 or 3 months, we send them on a short mission trip. Und dann für 2 bis 3 Monate gehen sie dann in einen kurzen Missionseinsatz. And oftentimes this mission trip is to a third world country or something like this. Und meistens geht der Einsatz in ein drittes Weltland.
And we don't believe that in a short mission trip you can change all the problems from that nation. Ja, und in einem kurzen Missionseinsatz kann man natürlich nicht die ganzen Probleme dem Land ändern oder der Stadt oder Volk. That's why every time we send a team, we partner with a local missionary or local church that's been there for longer. Deshalb, wenn wir Teams senden, dann senden wir die zum Beispiel zu Missionaren, die schon dort sind, um die zu unterstützen. But it's a time for the person to have a bit of an experience of what missions could look like. Aber es ist einfach für die Erfahrung der jungen Leute, um zu wissen, wie Mission aussehen kann. So, before I talk about where we are going with our ministry, und bevor ich euch erzähle, wo wir gerne mit unserem Dienst in Adelaide hingehen wollen, I just want to share a little bit of how IWM works and things. Möchte ich euch kurz über Jugend mit einer Mission erzählen. Also, just before that as well, und noch bevor das, Isabell and I, since 2016, we've been the new base directors in Adelaide. Ja, und seit 2016 sind ich und Isabell die Leiter vom Zentrum in Adelaide. So I used to work with worship and evangelism before. Davor habe ich mit Lobpreis und Evangelisation gearbeitet. So a lot of the programs we run with the homeless, with evangelism, with youth, I was in charge of those. Also die ganzen Dienste, die wir mit Obdachlosen, Jugendlichen haben, hat André geleitet. But then in 2016 we were asked to become the new directors of the base. Und 2016 haben wir dann die Leitung von der kompletten Arbeit übernommen. So we're still active in local ministry, but now we have a whole lot of other things to do. Wir sind immer noch aktiv in den Diensten, aber mit Leitung kommt natürlich noch ganz viel anderes oben drauf. But I want to share just a little bit, summarizing how IWM does ministry. Wir möchten kurz zusammen erzählen, was Jugend mit einer Mission, wie es arbeitet. So we focus in 3 main areas. Unser Fokus liegt auf 3 Bereichen. Which is training. Das ist Schulung. So DTS is one of the trainings. Zum Beispiel DTS wäre ein Beispiel dafür. There are many other trainings. Es gibt noch viele andere Kurse und Schulungen. Bible translation training. Es gibt Bibelübersetzungsschulen. A theology school that goes for longer than just 6 months. Ein bisschen mehr Theologiefokus, das länger als 6 Monate geht. First aid. Erste Hilfe. Media. There's multiple schools in IWM. Es gibt ziemlich viele Schulen innerhalb von Jugend mit einer Mission. But a DTS is the first one. Aber die Jüngerschaftsschule ist sozusagen die erste. And the other area that we focus is mercy ministries. Der andere Fokus liegt auf Barmherzigkeitsdiensten oder soziale Dienste. Yes, so that would be the work with the homeless and people in poor situations. Dazu gehört dann die Arbeit mit den Obdachlosen oder einfach die Menschen, die in sozial schwachen, denen es nicht so gut geht. And the third area is evangelism. Und der dritte Bereich ist Evangelisation. So every YWAM center will have those 3 expressions. Also in jeder Jugend mit einer Mission Zentrum hat man die 3 Schwerpunkte. But sometimes they will be a bit stronger in one point than the other point. Aber manchmal liegt der Fokus vielleicht mehr auf einem wie auf das andere. For example, in the UK, in Hungernde. Zum Beispiel in England, in Harpenden. They don't have many local ministries. Die haben nicht viele lokale oder soziale Arbeiten. But they are like a university. They have about over 100 schools. Aber die haben zum Beispiel wie eine Uni über 100 Schulen an der Base. But then you have other bases where Isabell came to Brazil, for example. Und dann sind andere Bases, wo zum Beispiel Isabell nach Brasilien kam. That almost has no training. Die sehr wenig von den Schulungen haben. But has to work with street kids from Brazil, homeless kids. Aber ganz viel Arbeit im sozialen Bereich mit Obdachlosen und Straßenkindern. And some bases do all of the 3. Und manche Zentren von Weiher machen alle 3. So our base does all of it. Also wir machen alle 3. But in a very small proportion. Aber wegen ein bisschen kleiner wie manche. So, about 2 years ago, we moved locations. Ungefähr vor 2 Jahren haben wir unsere Base, also sind wir zurück zu unserer originalen Base gezogen sozusagen. So YWAM has bought this property since I'll show you another picture. YWAM has owned this property since 1987.
Dieses Gebäude gehört zu YWAM aus Adelaide seit 1987. But in 2013, we moved out to the city Und 2013 sind wir aber umgezogen mehr zur Stadt, because we wanted to focus on local ministry. weil wir mehr den Fokus auf unseren örtlichen Diensten hatten. So about 2 years ago, we felt the Lord telling us to go back at our original property. Und vor 2 Jahren, als wir gebetet haben, haben wir ganz klar von Gott verstanden, wieder dorthin zu gehen. This is an amazing place for training, Und es ist ein richtig guter Ort oder Platz für die Schulungen. and it's still an amazing place for local ministry. Und es ist trotzdem immer noch ein guter Ort, um die Dienste zu führen. Because we're only 7 minutes from the city, from Adelaide. Weil wir sind wirklich nur fast 10 Minuten wirklich von der Stadt entfernt, wenn man den Berg runtergeht. And about 15 to 20 from the heart of the city. Ja, und 15 zu 20 Minuten, bis man in der Innenstadt ist von Adelaide. So we're not isolated at all. We get the best of both worlds, the country and the city. Wir sind nicht total isoliert, wir haben das Beste von beiden. Wir sind ländlich, aber sind ziemlich schnell in der Stadt. Here's the thing though. Hier ist eine Sache doch. When we decided that we were going to go back, we had about nearly 15 to 20 people. Als wir uns entschieden haben, wieder umzuziehen oder zurückzuziehen sozusagen, hatten wir 15 Leute. And when Isabell and I lived in this place in 2011, Und wir haben dort schon mal in 2011 gelebt, also wo wir das erste Mal nach Australien kamen. the building is too big. You cannot take care of it with less than 20 people. Das Gebäude ist riesig und man braucht mindestens 20 Leute, um es wirklich gut instand zu halten. But we had a word of the Lord. Aber wir hatten Wort Gottes So COVID came, und dann kam Covid and half of our people left. und unser halbes Team musste nach Hause gehen. And we still felt, the word of the Lord didn't change. Wir haben aber trotzdem gefühlt, Gottes Wort hat sich trotzdem nicht geändert. So we're gonna go anyways. Also gehen wir trotzdem. So we moved there with a team of about 10 people. This is the other side of the building. Da ist nochmal eine andere Seite vom Gebäude und dann sind wir mit ungefähr 10 Leuten dann umgezogen. It's a really big property. Let me see the next one. So that's the other side. Das ist nochmal eine andere Seite. And just a little clip, just to kind of give you an idea of what it looks like. That's a holiday. Da könnt ihr ungefähr sehen, wie von allen Engeln, wie groß es ist und wie es aussieht. That's our house. Das ist unser Haus. So we live right next to the Also big wir wohnen building. direkt neben dem großen Gebäude. Yeah, so a very big place. Also es ist ein sehr, sehr großes And Gebäude. this is how many people we had when we moved in. Und das war unser Team, als wir umgezogen sind. So the team has changed now a little bit. Und das Team hat sich mittlerweile wieder geändert ein We bisschen. had a few people join, a few people leave. Ein paar Leute sind gegangen, andere sind dazugekommen. I would say what we are experiencing is a pioneering season. In der Phase, die wir gerade sind, können wir sozusagen als Pionierphase bezeichnen. Because we're having a shift on our focus, but also location and everything. Weil wir haben irgendwie einen Umschwung nicht nur in dem Ort, wo wir jetzt sind, sondern auch in Vision und Pläne für die Zukunft. It's been really challenging. Und es war sehr herausfordernd. Last year, I had a really rough year. Letztes Jahr, die sind sehr anstrengendes Jahr. This year, I'm doing a bit better. Dieses Jahr ist ein bisschen besser. And God has been providing like crazy. Und Gott hat uns aber tagtäglich versorgt. Some people ask us, how are you doing this? Viele Leute dort fragen uns, wie macht ihr das? How are you looking after such a big place? Because you don't want to get so busy with the building that you don't do missions anymore, right? Wie schafft ihr das so ein großes Gebäude instand zu halten, aber immer noch Mission zu tun? But we believe that we are in a at least 5-year journey. Wir glauben aber, dass wir in einer sozusagen 5-Jahres-Reise sind oder Plan, Where we need to start building from scratch. wo wir einfach wieder vom Beginn, von Null anfangen. So for the 2 first years, Also für die 2 vergangenen Jahre we believe God told us, learn how to be a farmer. hat Gott uns gesagt, lernt, wie man in dem Ort lebt als Landwirt. Ich wollte jetzt nicht Bauer sagen, aber so ähnlich. I'm a city boy. Ich komme aus der Stadt. Do I look like a farmer to you? Sehe ich aus wie ein Landwirt, Bauer? Sometimes. Manchmal. Wir können. But so we had a whole different change in our lifestyle. Also wir hatten einen kompletten
wie sagt man, Wechsel in Lebensstil oder Lebens. I know the picture is a bit dark, but what you can see there Das ist ein bisschen dunkel, aber vielleicht könnt ihr hier sehen, wo is the building. das ist das Hauptgebäude. That whole yellow area, it's the area we have to look after. Das ganze Gelbe ist unser Land, wo wir danach gucken. And this here is the building. Und das Rote ist das Gebäude und das Blaue sind die Häuser, die wir noch So haben. that's a lot of land. Also es ist sehr viel Land. And because you have so much land, Und weil man so viel Land hat, you don't want to spend money with lawnmowers. will man nicht so viel Geld ausgeben, um Rasen zu mähen. So you get sheep. Also haben wir Schafe. So now we are officially farmers. Sind wir offizielle Landwirte. And during our time there for these past 2 years, Und die letzten 2 Jahre, I think it got stuck. Did it freeze? Ah, I put to the video. Okay. Okay, we go back. So for the past 2 years, it's not working anymore. I think maybe it's not working. Okay. I want to go back though. For the past 2 years, we've been learning how to look after a farm area. also die vergangenen 2 Jahre haben wir sozusagen gelernt, wie man auf so ein großes ländliches Gebäude und Land aufpasst oder verwaltet sozusagen. Yeah, it's just frozen a little bit. I just have to go back into the first pictures. There you go. From that one, yeah. Can I control again, or you do it? Wait. Okay. Should you change for us? I'll try. Okay. So next one then. Yes. Ja. So we've been, as you see, looking after animals and everything. Also wie ihr sehen könnt, wir passen auf, wir haben jetzt Tiere, Next one. Landtiere, lernen wie man das alles macht. So yeah, as you can see there, and looking after the little baby sheep and stuff. Next Lämmern one. aufpassen, Ziegen, Gelände. The same. And not only we've learned how to look after animals, Wir haben nicht nur gelernt, wie man auf Tiere aufpasst, oder, ne? but the building is from 1847, Aber auch das Gebäude ist von 1864. and it was not well looked after. Und es wurde nicht, die Leute vor uns haben nicht wirklich danach geguckt. The people who were renting from us before. Die Leute, die davor drin waren, die So von we- uns gemietet haben So we sozusagen. came back to a very broken place. Also wir sind zurückgekommen und es war ziemlich viel kaputt und vernachlässigt. Now we only have 10 people. Jetzt haben wir nur 10 Leute. Only 3 of us with a full able body, Nur 3 davon wirklich, wie sagt man, without back problems. ohne irgendwelche Rückenschmerzen oder And none of us Einschränkungen. with any experience with building. Und keiner von uns hat irgendwelche Erfahrungen mit Gebäude oder solche Sachen. So we went back to the word of the Lord that said, go learn how to be a farmer. Also sind wir trotzdem immer wieder zu dem Wort Gottes, das er uns gegeben hat, und haben gesagt, wir gehen trotzdem. So we started working in the place. Also haben wir angefangen mit Renovieren. Next one there. And this, for example, as you can see, is how our classroom was when we arrived. And this is in use. Wir haben kurz ein paar Bilder dabei, um euch zu zeigen, wie es vorher aussah. Auf der linken Seite, ich weiß nicht, ob man es gut sieht, oben, so sah es aus, als wir gekommen sind. Die Wände waren alle kaputt, und so sieht es aus, wo es dann renoviert war. Next one. The same there. Nochmal das gleiche, Klassenzimmer vorher, nachher. Next one. What's stuck again? No, it's broken. So this is our dining area. Und das war der Essenssaal. And we have to eat every day, right? Wir müssen jeden Tag essen. So we thought that's a good area to start fixing. Also haben wir gedacht, dann fangen wir da mal an. So as you can see in the next picture, Also wie ihr im nächsten Bild sehen we könnt, transformed this, so sah es aus, als wir ankamen. next one, into this Und so sieht es jetzt aus. in about 2 weeks Ungefähr 2 Wochen. with a very low budget Mit wenig Geld, and people that had no idea what they were doing. mit Leuten, die nicht so genau wussten, was sie machen. You see a lot of people from the churches start helping us, sending us people to help. Viele Gemeinden drumherum, die davon gehört haben, haben Leute geschickt, die, wie sagt man,
wissen, was sie tun sozusagen. As you can see there, the two pictures side by side. Hier, wenn man sieht, den Vergleich vorher, nachher ist schon. So we've done this, next one please. We've done this into a few areas. Und wir haben dann angefangen, einige einige Zimmer oder This is the staff area, and we started to make it cozy. Next one. da, wo unsere Mitarbeiter wohnen. Vorher, nachher haben wir auch gemacht. This is the office area. Das ist, wo unsere Büros sind. So that's where I have my office and do all the administration work. Das ist, wo ich unsere Büro haben und unsere Admin darf und die ganzen Sachen erledigen. Next one, please. We're able to make a movie room for the youth. Wir haben sogar ein, Kinozimmer. Also so groß ist es nicht, aber für die Jugendlichen gemacht. Yeah, so because we have our schools, but we also have youth camps. The church send their youth to us and they use our facilities. Wir haben nicht nur unsere Jüngerschaftsschulen, aber wir haben auch mal Camps von den Gemeinden oder irgendwelche Jugendgruppen kommen zu uns. Next one, please. We have this really big area that we call the big hall. Wir haben eine riesen Halle, die nennen wir die große Halle oder Big Hall. And yeah, so we spent a lot of our last 2 years doing a lot of work that we're not used to. Also die letzten 2 Jahre waren ungefähr das. Wir haben viel Arbeit getan, was ganz neu für uns war. I got very tired. Und ich bin sehr müde geworden. Digging posts on the ground to build fences is not easy. Löcher zu buddeln, um Zäune aufzustellen, ist wirklich nicht einfach. But God has given us grace. Aber Gott hat uns immer wieder die Gnade dazu gegeben, das zu machen. Just this past year, nur letztes Jahr oder dieses vergangene Jahr jetzt. We're able to renovate a whole balcony area. Wir konnten den ganzen Balkonbereich mit Dach oben drüber renovieren. And I believe we received in donations for the building almost $100,000 last year. Und ich glaube, wir haben dieses und letztes Jahr zusammen von Spendern zusammen $100.000 bekommen. But it's all gone. Ist alles jetzt in den Renovationen. And the place needs at least 2 million. Und wenn man das ganze Gebäude renovieren, brauchen wir mindestens 2 Millionen oder so. But baby steps. Aber kleine Schritte, Schritt für Schritt. In those 2 years, next one please, Doug. In those 2 years, we were able to keep doing our DTSs. In den 2 Jahren haben wir aber trotzdem geschafft, noch unsere Jüngerschaftsschulen zu haben. And we still kept doing our ministry with the homeless. Und wir haben trotzdem den Dienst mit den Obdachlosen weiterhin gemacht. But we had to give a pause on a lot of the other ministries. Aber die ganzen anderen Dienste, die jetzt auch weitergeführt sind, mussten wir einfach eine Pause einlegen. And we didn't finish those ministries. We gave them back to the churches, local churches. Wir haben die nicht beendet, die laufen weiterhin mit der lokalen Gemeinde. That's one thing that YWAM does very often is to be apostolic. Was Jugend mit einer Mission oft macht, ist das Apostolische. Which we go, we start something. Wir beginnen eine Arbeit. And we believe that the church has the authority to carry on with the ministry. Und wir glauben dann, wenn es dann mal funktioniert, dass es der Gemeinde übergeben und die weitermachen. In this new season that we're coming in. Und jetzt in der neuen Zeit, in der wir jetzt sind. I still think we're gonna still be learning a lot about farming and building. Wir werden weiterhin viel lernen über Landwirtschaft und Gebäude. But our focus has to change. Aber unser Fokus wird jetzt geändert. Your body can only give so much. Dein Körper kann nur so viel geben. What God really called us to do in Australia is to do with ministry, not with labor. Für was uns Gott nach Australien gerufen hat, ist sein Dienst und nicht unbedingt nur die Arbeit vom Gebäude. We're not called to Australia to serve a building. Wir sind nicht nach Australien gekommen, um ein Gebäude zu dienen. But a building was given to us. Aber das Gebäude wurde uns gegeben. So it can serve the kingdom of God. Dass das Gebäude dem Gottes Reich dienen kann. So we'll keep on looking after the place. Also wir werden weiterhin das Gebäude instand halten und nach ihm gucken. But in our new season, we need to refocus on our schools and our ministries. Ja, aber jetzt in den neuen kommenden Zeiten werden wir wieder Fokus auf die Dienste und die Arbeit legen. Even this, what I'm doing now in Germany. Genau, was wir jetzt auch hier in Deutschland machen. It's a bit of a disconnect. Ist ein bisschen Abstand nehmen. From the busy lifestyle. Von den ganz, wie sagt man, busy. Day-to-day routine. Ja. Beschäftigt, danke, vom beschäftigten Alltag.
and aligning our minds with the ministry that we need to start investing in again. Und dass wir wieder unsere Gedanken auf die Dienste wieder fokussieren. So we can change there two pictures. So one of our goals is to start this thing that we call fire starters. Also ein von den Plänen, die wir haben, ist sozusagen Fire Starters, was Feuer an Starter heißt. We're not going to set anything on fire. Wir werden nichts anzünden. Only people for Jesus. Nur Leute für Jesus. So we want to focus our training, all our training, DTS or other schools. Wir möchten alle unsere Schulungen, die Jüngerschaftsschulen und die anderen, die wir noch machen wollen, to equip and build pioneers. ja, dass wir Leute ausbilden, um Pioniere zu werden. People who can go where the gospel still hasn't been preached. Leute, die dann dorthin gehen können, wo noch niemand von der guten Nachricht gehört hat. People who can be in areas of society where the gospel doesn't have much influence. Oder wo Leute in die Gesellschaft gehen können und da Influenz sein können, wo es noch vielleicht keine Christen gibt. So we want to be equipping people to go. Wir möchten Leute ausrüsten, um zu gehen. The other thing that we want to keep on doing, next one please. Das andere, was wir jetzt den Fokus wieder legen werden, YWAM as a whole, internationally, has this challenge called End Bible Poverty Now. Jugend mit einer Mission hat international das Ziel und es heißt Beende Bibelarmut. And what we do is YWAM in the past 4 or 5 years has been doing a lot of Bible distribution. Und wie das aussieht, ist, dass wir die letzten paar Jahre viele Bibeln verteilt haben. But in 2019, Aber in 2019 a YWAM based in Perth eine Jugend mit einem Missionszentrum in Perth gave a challenge to every other YWAM in Australia, hat alle Zentren in Australien herausgefordert. saying there are over 100 languages, Aboriginal languages, that don't have the Bible in their own language, Aboriginal people groups. Wir sagen, es gibt über 100 Ur-Aborigine oder die australischen Ureinwohner Sprachen, die haben noch keine Bibelübersetzung. So they said, would you take ownership Und die haben gesagt, würdet ihr das auf euch nehmen oder als Ziel nehmen, of the people groups in your own state? die Gruppen in deinem Staat. So South Australia has 5 people groups without a Bible in their own language. Also Südaustralien, da wo wir unsere Base ist, wir haben 5 Stämme oder Sprachen in den Ureinwohnern, die haben noch keine Übersetzung von der Bibel. So we said yes to this challenge. Also haben wir ja gesagt. We don't know how to do it yet. Wir wissen noch nicht genau, wie das aussieht oder wie genau das wird. We've done a few courses so far. Wir haben schon mal einen Kurs gemacht. YWAM is in partnership with Wycliffe and a few different organizations. Jugend mit einer Mission arbeitet auch mit Wycliffe, mit den Bibelübersetzern zusammen. And we haven't started this yet. Und wir haben noch nicht angefangen. But that's definitely something that God has given to us for our future. Aber es ist was Gott uns aufs Herz gelegt für die Zukunft. The other thing we want to keep doing, next one please, is our local ministries. Weiterhin wollen wir natürlich unsere örtlichen Dienste weiterführen. I don't believe you can be that busy Wir glauben nicht, dass du so beschäftigt sein kannst, that you are unable to help people around you. dass du nicht wirklich die Zeit hast für die Leute um dich herum. So we want to keep doing our ministries with the homeless and evangelism and different things in the city of Adelaide. Also möchten wir weiterhin in der Stadt von Adelaide den Obdachlosen dienen und Evangelisation machen. The other thing we're going to keep on doing is our abroad missions. Was wir weiterhin investieren oder tun werden, ist unsere Dienste außerhalb Australiens. So we do this by sending outreach teams every DTS. Also wir tun es, dass wir eben die Schulen, die wir haben, die Jüngerschaftsschulen, die gehen außerhalb Australiens zu den Einsätzen. But we can also be more intentional. Aber wir möchten mehr intentional sein. Gibt es? Mehr bewusst, ja, danke. Yes, so from time to time we feel that the Lord gives us a nation to adopt. Von Zeit zu Zeit, wenn wir beten, fühlen wir, dass Gott uns speziell eine Nation aufs Herz legt. And we have adopted the nation of Papua New Guinea, Und für uns war das die Nation oder das Land Papua-Neuguinea, which is the neighbor from Australia. welches der nächste internationale Nachbar von Australien ist. We have a few pictures from our time in Papua New Guinea. Wir haben ein paar Bilder, wo wir in Papua-Neuguinea waren. So in 2020 we thought one of the values YWAM has is do first, then teach. Eines unserer Werte in Jugend mit einer Mission ist, tu erst und dann lehre. So we thought, if we're going to be sending people to Papua New Guinea,
Also dachten wir, okay, wenn wir dann Teams nach Papua-Neuguinea senden wollen, we probably need to go. sollten wir es erstmal selber machen und hingehen. So we joined a YWAM medical ship. Also sind wir auf das medizinische Schiff. YWAM Australia has this medical ship. YWAM Australien hat ein Medical Ship. Not our base, but a different one. Nicht unsere Base, aber eine Base in But Australien. we are able to all work together. Aber wir können alle zusammenarbeiten. I know it looks like a holiday, Sieht vielleicht wie ein Urlaubsplatz aus, but that ship actually has dental clinics inside of it. und dieses Schiff hat unten drin Zahnarztpraxis And oder all the volunteers, most of them work in the health area. so. Und die meisten Freiwilligen sind haben irgendeinen medizinischen Hintergrund oder Ausbildung. Isabell's a nurse. Ich bin Krankenschwester, Kinderkrankenschwester. I'm not a nurse. Ich bin kein I'm a Krankenpfleger. photographer. Ich bin aber Fotograf. So all these photos are mine. So there was a place for me. Also da war ein Platz für mich und ich habe die ganzen Bilder gemacht. And another one, please. And we took the whole family. The kids went with us. Wir haben die Kinder mitgenommen. So you live in this ship by the way, you don't have to be a YWAMer to do this. Man braucht auch kein Freiwilliger bei Jugend mit einer Mission zu sein, um einen Einsatz auf dem Schiff zu machen. Anyone can sign up for a 2-week trip. Jeder kann sich anmelden und 2 Wochen oder mehr, wie auch immer, hingehen. And even if you're not a medical professional, Und auch wenn man keinen medizinischen Hintergrund hat, you can teach small things like how to brush your teeth man kann trotzdem mit und den Kindern oder den Menschen dort zeigen, wie man Zähne putzt and basic hygiene. oder die normale Körperpflege. So we in this trip were able to help people with optometry. Also jetzt speziell in dem, wo wir waren, konnten wir den Menschen mit den Augen helfen und Brillen verteilen, Give out Augentest. glasses, yes. Ja, erst einen Test machen und dann Brillen Next one, verteilen. please. This is the dentist clinic inside the ship. Da sieht man die Zahnarztpraxis, die Einrichtung im Schiff unten drin. So the way it works is we have small boats. Und wie es dann läuft, ist, das sind kleine Boote auf dem Schiff. And the volunteers go into the island Und wir als Volontiere von dem Schiff, wir fahren mit den kleinen Schiffen in die kleinen Dörfer. to work with the villages. Und wir arbeiten den Tag dann oder die Zeit mit den Dörfern. And then all the people that need a dental procedure get in the boat and go into the ship. Und weil das Schiff oder das kleine Boot dann da ist, das nimmt dann die Leute von den Dörfern mit aufs Schiff und dann kriegen die dort die Behandlung. This trip happens a few times a year. Und das Schiff ist in Papua-Neuguinea meist über das ganze Jahr. Next one, please, Don. So that's just Isabell there, work with immunization and vaccinations Und ich war im of Team mit children. den Krankenpflegern, wir haben geimpft und gemessen und halt die ganze normale Grundpflege gemacht. This is when we arrived up there, so they're very receptive. Und wenn man dort ankommt, machen die erstmal fest und freuen sich riesig, wenn jemand kommt. And that's me there doing my thing. Und André hat sich mit den Lokalen angefreundet und Bilder gezeigt. Yeah. And the next picture is just some kids and things like this. The next one, Ein please. paar Kinder. And another thing that we do is community engagement. Und was anderes, was wir noch machen, war Engagement. Entwicklungshilfe. So at the same time, we have people giving immunizations. Also während manche vielleicht Impfungen geben, There will be another group of people playing with the kids, will das andere Team vielleicht mit den Kindern spielen teaching Bible stories, oder irgendwelche Bibelgeschichten erzählen and teaching about hygiene and all this stuff. oder eben über Hygiene unterrichten und so. So it's pretty cool. Also es ist ziemlich cool. Yeah, so this is when they receive us. In this one island, they receive us with a big, big party. Also so, wenn man dann ankommt, dann erwarten die einen mit den Tänzen und mit ihren Gewändern und so. So these are some of the things that we see in where we're headed. Also das sind ein paar von den Sachen, wo wir uns sehen in der Zukunft, wo wir den Schwerpunkt drauflegen wollen. We still have a small team. Wir haben immer noch ein kleines Team. We still need a lot of financial help. Wir brauchen immer noch viele Finanzen. But we feel like we cannot stop ministry for the sake of the building. Aber wir fühlen, dass wir trotzdem nicht die Dienste aufgeben können, nur wegen dem großen Gebäude und Land. For 2 years, Für 2 Jahre. the Lord gave us an out, so to speak. Wir fühlen, dass Gott gesagt hat, ja, die 2 Jahre könnt ihr haben. It's okay, you can learn how to do life in this new environment. Das ist okay, man muss es erstmal alles lernen in der neuen Umgebung. I do not have a building manager, Wir haben noch keinen Gebäudemanager sozusagen. so at the moment I was doing everything. Also zurzeit habe ich alles gemacht. Leading the maintenance,
die ganze Arbeit von dem Gebäude geleitet. Leading the management and the ministry part of things. Und auch die Dienste. And that's why I was very tired last year. Ja, und unsere Mitarbeiter, und deshalb waren wir ziemlich müde letztes Jahr. God gave us the grace, but it's not sustainable. Gott hat uns die Gnade dafür gegeben, aber lange Zeit wäre es zu viel. We need to work with a team. Wir brauchen ein Team. So right now we do have a German guy. So, im Moment haben wir sogar einen Deutschen in Australien. His name is Jörg. Er heißt Jörg. And he is a very good builder. Und er ist ein ziemlich guter Bilder, oder? Der kann nicht zimmern, aber ja, Handyman. So slowly God has been sending us the right people. Also Gott schickt uns immer mal wieder Leute mit den richtigen Fähigkeiten, die uns unterstützen. Another thing that we're going to do, the 2 pictures please. The other thing we're going to do is we're going to keep doing our schools. Was wir weiter natürlich tun werden, sind unsere Jüngerschaftsschulen. We believe our schools have been a bit small at the moment. Unsere Schulen waren zurzeit ziemlich klein. But we believe as we put the proper effort in focusing on it. Aber weil wir jetzt wieder einen Fokus mehr auf unsere Schulen legen wollen, we're going to start seeing more students. Kommen wieder mehr Studenten. And COVID was a big part of, because most of our students come from America or Europe. Und für uns, wie wahrscheinlich auch für euch alle, hatte Covid auch eine Auswirkung. Und dann, weil Australien die Grenzen zu hatte, konnten wir keine Schüler von außerhalb. So most bases in Australia didn't even have a DTS for 2 years. Also die meisten Zentren in Australien hatten für 2 Jahre keine Schulen. Even big bases. Sogar richtig große. But by the grace of God, we were able to run 2 in the past 2 years. Aber Gott hat uns durch seine Gnade haben wir 2 Schulen gehabt in der Zeit. Our coming school is in February 2023. Also unsere kommende Schule ist nächstes Jahr im Februar. And there's another intake in September 2023. Und dann nochmal eine nächstes Jahr im September. It goes for 6 months. Und es geht 6 Monate lang. It's a life-changing experience. Und es ist wirklich eine lebensverändernde Erfahrung. And it's not that long. Und es ist nicht so lang. But you got to take time aside. Aber man muss sich die Zeit nehmen. So, for those of you that have been journeying with us for 10 years already in this church. Also für die Leute, die uns schon seit Jahren und schon seit 10 Jahren kennen in unserer Arbeit. And for the new people that still don't know us. Und für die neuen Leute, die uns noch nicht kennen. One way that you can help us is by helping to spread the word about the DTS. Wie ihr uns helfen könnt, oder ein Weg, wie man uns helfen kann, ist, wenn man über die DTS mit Leuten redet, die ihr vielleicht kennt. You may have a cousin, a nephew, a grandkid. Vielleicht eine Cousine, Neffe, Enkel. That's looking to get closer to God. Die vielleicht eine nähere Beziehung zu Gott aufbauen möchten. And would be interested to have a mission trip experience. Und wären auch interessiert an einem kurzen Missionseinsatz, oder? We've had a few people come from Volksmission churches. We've had people come from Mannheim, Volksmission, and a guy came to volunteer from Adelaide. Wir hatten schon einige Leute aus der Volksmission. Wir hatten Schüler aus Mannheim und sogar aus Welde hatten wir Freiwillige, die gekommen sind. Where was Ruben from? Pforzheim. Pforzheim auch. Yeah. And it's been a blessing to have. Ja. The Germans are great. Und es ist wirklich ein Segen, wenn die Deutschen zu uns nach Australien kommen. Die Deutschen sind nämlich top. So if you do know someone that would be blessed by this, also wenn ihr jemanden kennt, dem das vielleicht ein Segen sein kann, put them in contact with us. dann gebt uns den Kontakt. We have a lot to build, a lot to do. Wir haben viel zu tun, viel aufzubauen. Maybe don't tell them that they're going to be working hard every day. Vielleicht muss man ihnen nicht so erzählen, dass man jeden Tag hart arbeiten muss. But yeah, be praying for us. We would love to catch up with you if you'd like to know a bit more. Ja, betet weiterhin für uns, wenn ihr mehr wissen wollt. Es ist wirklich nur so ein kurzer Einblick. Ihr könnt gerne auf uns zukommen. If you'd like to know more specific stories. Oder vielleicht mehr Zeugnisse hören, spezielle. There's many stories of people leaving homelessness, like some of you may remember Uwe's story. Wir haben viele, oder vor allem, wenn ihr euch noch an Uwe erinnert, den Obdachlosen, wo wir den kurzen Clip hatten vorletztes Mal. Or many people giving their life to Jesus, having their lives transformed. Oder wie andere Menschen ihr Leben völlig verändert haben. And we obviously don't have time to share a lot of them today. Leider ist die Zeit immer sehr kurz. But we thought it would be important just to tell you how these past 10 years have been. Aber wir wollten euch heute einfach teilhaben lassen, wie in unseren letzten 10 Jahren, 2 Jahren. And what we are looking for the next few years. Und was wir gerne in der Zukunft machen oder was wir vorhaben. We had a video to show, but it's a bit long now, so we're happy not to show it and just give the link or something.
Wir haben ein kurzes Clip, das so ein bisschen auch von Mariam zeigt, aber das geht wahrscheinlich zu lang. Aber wir können das gerne posten oder irgendwie, wie auch immer, dann könnt ihr das bei euch. Es hat auch deutsche Untertitel. It's a Wyman movie. Es wird ein Film, Jugend, einer, macht gerade einen Film. Based on 3 real stories. Und es basiert auf 3 Lebensgeschichten. That show the life of an African guy who was a gangster. Das zeigt einen aus Afrika, der ein Gangster war. And came to do a DTS and then decided to become a missionary. Und hat sich dann durch die Jüngerschaftsschule entschieden, ein Missionar zu werden. The life of a tourist that was in Indonesia or I don't remember where, having a holiday. Und dann gibt es eine Seite von einer Freiwilligen, die einfach einen Urlaub gemacht hat. And she found this medical ship and decided to volunteer and had her life changed. Und sie hat sich dann mit dem Medical Ship zusammengetan und ihr Leben hat sich verändert. And this story of a Mexican family that didn't have a home. Und eine Geschichte von einer mexikanischen Familie, die kein Zuhause hatten. And they were also blessed by encountering Missionars Familie. Und da zeigt die Geschichte, wie die Familie eben Missionare getroffen hat und ihnen geholfen hat. Yeah, if you want to search later, it's called YWAM Go Movie. Das heißt YWAM Go Movie, einfach Go Movie. And yeah, anyways, thank you so much. Sorry for the delay. Danke für eure Zeit und er entschuldigt sich, dass es länger gedauert hat, wie sonst vielleicht. And yeah, thank you so much for the opportunity. Aber wir möchten euch danken für die Gelegenheit. days with the gangs are over. Going to be a missionary. You? A missionary? Esto, algunos son muy buenos. Cobre de calidad. Your many prayers have been answered now. I'm a changed man. Going to be a missionary. With YWAM to Nigeria. To help other boys like me. Mamá, lo logramos. Tenemos el dinero suficiente para el enganche de nuestro propio terreno. Mañana iremos con el Señor, mamá. Mira cuánto dinero. ¿Qué estás haciendo aquí? Están haciendo de mi negocio. ¡Apúrate! ¡Vámonos! We only have one hospital ship for hundreds of these islands. We rely on boat owners to donate their boats for short periods of time.
I know what it's like to feel helpless and isolated. And I only saw people living in a beautiful place. I never considered they actually have needs. Es todo lo que tenemos. Es todo. Mira, mamá, mira, ahí están, vamos. Va a haber una puerta grande y aquí toda la pared. Aquí va a estar la cocina y allá nuestros cuartos. Ven, pásamelos para que vean la nueva casa cómo quedó. Vente, Julieta. Ahí está. ¿Te gusta la nueva casa? Is it some kind of tsunami surge? Oh my God, the kids on the coast, Maggie. They were hit the hardest. Wait, Maggie! No! 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 Por favor, Dios. Aquí está. Están largos que te ofendan. Over here! Over here! Over here! Somebody over here! We gotta dig her out! Move your foot! Move your foot! Dig her out! Get her out! Pull her out! Do you have a pulse? There's no pulse. There's no pulse. Can I do something, please? Please! I've killed and a really bad deed. God has forgiven us both. Hola, soy el entrenador Javier. Tenemos burritos y fútbol. Infection and airborne disease will be the next battle. Green. I know you have a life to get back to. We could sure use more people like you. Really? Yeah, a little bit of training. ¿Irás como nosotros? Así es. Trabajo con un ministerio cristiano llamado Casas de Esperanza. Construimos hogares para familia como la suya y como lo era la mía. I can't go back right now. Not while those kids are still missing. ¡Están aquí! ¡Ellos están aquí!
She's my mom.